SEO ist nicht tot, aber deine Denkweise und dein Skillset vielleicht schon. Die Spielregeln ändern sich komplett. Weg von Rankings hin zu Empfehlungen. Ich zeige dir, warum organische Sichtbarkeit in KI-Suchsystemen völlig anders funktioniert und wie du jetzt strategisch umdenken musst. Viel Spaß! SEO ändert sich fundamental. Ein Großteil der Kundenreise wird in so etwas wie dem AI-Mode oder ChatGPT stattfinden, ohne 10 blaue Links. Und lass uns dabei ehrlich sein. Eine auf mich maßgeschneiderte Antwort zu einer spezifischen Frage über einen Dialog hinweg ist eine absolut überlegene Erfahrung im Vergleich zu 10 blauen Links mit jeweils 5000 Wörtern. Und ein Zitat, welches diesen Paradigmenwechsel für uns SEOs sehr gut beschreibt, von Tom Critchlow: The future of AI search isn't about rankings, it's about recommendations. If you're not giving the LLM a reason to recommend your page, product or brand, then you're going to get left behind. Ich glaube einfach, dass wir in Zukunft, und damit meine ich in wenigen Jahren, viel Zeit in KI-Assistenten verbringen werden und nur noch zur Validierung Websites abrufen oder im Endspurt der Kundenreise. In einer solchen Welt werden die meisten Inhalte nur noch von Bots abgerufen, konsumiert und kuratiert. Wie das konkret aussieht, wirklich als Beispiel zeige ich dir im späteren Verlauf bei Google. Was deswegen tatsächlich sterben wird und auch sterben muss, ist die alte Denkweise und das frühere Skillset. Toolanbieter, SEO-Verantwortliche, Freelancer, Agenturen müssen das Alte loslassen und das Thema Suche neu denken, nämlich wo es jetzt gerade ist und wo es in 2 Jahren sein wird. Alles andere ist Wahnsinn. Wenn ich mir dann denke, dass bei Konferenzen letztes Jahr noch über WDF, IDF von großen bekannten SEOs gesprochen wird, wir sind bei komplett anderen Technologien. Da sind wir bei Vector Embeddings. Also wir müssen alles neu denken. Lass uns reinstarten. Marken müssen wahrlich digitalisiert werden. Was meine ich damit? Sie müssen durch ein Content-Ökosystem glasklar kommunizieren, für wen sie die hilfreichste Lösung sind. Das klassische Google, also das Google, was wir jetzt auch prinzipiell noch haben, sogar mit AI-Overviews, hat zu kurzen Suchanfragen geführt, ohne klare Intention, also sowas wie das Keyword B2B-Marketing. Was diese Person erreichen wird, ist unklar. Das Resultat: Content wird für generische Short-Tail-Keywords geschrieben und dieser Content macht niemanden glücklich. Was heißt wahrlich digitalisieren jetzt konkret? Ein Content-Ökosystem auf und abseits der Webseite, das zeigt, für wen die Marke, das Produkt oder die Leistung die perfekte Lösung ist. Dazu gehört auch User-Generated Content, den du nicht im Griff hast. Inhalte müssen auf Zielgruppenverständnis beruhen. Und manche werden jetzt sagen, ja, aber das haben wir schon grob gemacht. Nein, das hat man nicht gemacht, weil man ja alles irgendwie aufgeteilt hat nach Keywords und nicht mehr. Ein echtes Verständnis für die Zielgruppe wird das Fundament für modernen Content sein, eben nicht die Abdeckung der größten Keywords. Das heißt, wir brauchen wirklich tiefschürfende Zielgruppenanalyse zu Demografie, Probleme, Herausforderungen und Trigger und Szenarien, die diese Konversation mit dem KI-Assistenten eingeleitet haben. Und dann auch passend dazu Zielgruppensegmentierung und dann wirklich Inhalte passend für diese unterschiedlichen Zielgruppen generieren. Und dann natürlich verstehen, welche Plattformen nutzen diese User. In der neuen KI-Suchwelt werden auch viele andere Plattformen die Konversationen, die der User dann zum Beispiel im AI-Mode hat, massivst beeinflussen. Das heißt, ich muss mit meinem Content nicht nur auf meiner Webseite existieren, sondern auch, wo diese anderen Konversationen stattfinden. Im B2B werden es wahrscheinlich oft irgendwelche Fachmedien sein, bei B2C zu irgendwelchen Produkten wird es vielleicht Reddit sein und so weiter und so weiter. Marken haben keine Kontrolle mehr über ihre Inhalte. Was jedem klar sein sollte, ist, dass bei so etwas wie dem AI-Mode oder ChatGPT oder Perplexity, egal was, die Marke verliert komplett die Kontrolle über die Darstellung und Verwendung ihrer Inhalte. Springen wir rein in den Query-Fan-Out-Prozess von
Google. Das heißt, ich bin im AI-Mode, starte eine Konversation, dann generiert das System ganz viele kleinere Subsuchanfragen, aber nicht nur Untersuchanfragen, sondern auch, was könnte der nächste Schritt sein. Also wirklich so drumherum, ganzheitlich. Und wenn du jetzt glaubst, das sind dann einfach nur Suchanfragen, falsch gedacht. Weil diese Subqueries werden gestellt an ganz viele Datenquellen, wovon Web nur eine ist. Und daraus entstehen dann passende Quellen. Und aus all diesen Subqueries und wie man es dann auffächert und all diesen Quellen entsteht dann eine kuratierte Antwort. Das heißt, die Form deiner Inhalte und deine konkrete Aussage, so wie du das formuliert hast, die wird verschwinden, beziehungsweise du wirst als Marke keine Kontrolle darüber haben. Googles AI-Mode integriert logische Schlussfolgerungen, persönlichen Kontext und möglicherweise dann wirklich Deep Search. Und das ist eine Suche, in die wir als SEOs keinen Einblick haben und auch vermutlich nie haben werden. Also wir haben jetzt da einen kleinen Einblick, aber wir haben keinen wirklichen Einblick. Das Ergebnis ist einfach eine Suche basierend auf Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, früher, du hast deine Rankings, wie gesagt, Rankings sind auch so ein Thema, aber hier wird es dann so sein, okay, wir scheinen in 5 von 10 Konversationen, Kundenreisen zu diesem Thema mit unserer Marke auf. Und so wird man dann irgendwann Sachen reporten. Wie die Messbarkeit konkret aussieht, sehen wir uns im Späteren auch noch an. In der multimodalen Suche reicht Text allein nicht. Der KI-Modus ist multimodal, das bedeutet Text, Video, Audio, Bilder, Fotos, alles wird einbezogen und das System kann ja sogar Grafiken generieren. Dazu kommt, MAM kann auch Inhalte in einer Sprache übersetzen und in einer anderen Sprache dann ausgeben. Das heißt, alles wird noch viel, viel globaler wie vorher. Fürs Verständnis, jede Antwort ist hochgradig undurchsichtig, ein hochgradig undurchsichtiges Ereignis und kein simpler Abgleich von Textdokumenten, wie wir ihn bisher kennen. Die Suche fragmentiert sich und Plattformen ticken unterschiedlich. Was ich glaube, was passieren wird, ist, dass es KI-Assistenten, KI-Suchassistenten für unterschiedliche Zwecke gibt. Denk nur mal grundsätzlich an den Google AI-Mode, vielleicht für die Masse, ChatGPT vielleicht mehr als Beispiel in einem Business-Kontext und Perplexity für akademischen Research, was auch immer. Diese Plattformen werden ganz unterschiedliche Zielgruppen haben sowieso eine unterschiedliche Datenbasis und erfüllen ganz unterschiedliche Absichten. Du wirst dir, wenn du dann optimierst, überlegen müssen, welche Plattform ist die richtige für meine Zielgruppe, wo habe ich die geringsten Kundenakquisekosten und welche Inhalte müssen wo platziert werden. Wir sehen ja aktuell, und darüber sprechen wir in einer weiteren Folge, dass die unterschiedlichen Plattformen, wenn wir jetzt Gemini, AI-Mode, Perplexity, ChatGPT betrachten, dass die ganz unterschiedliche Quellen zitieren und auch auf ganz anderen Daten trainiert wurden. Und wir werden lernen müssen, für diese unterschiedlichen Plattformen unterschiedliche Strategien zu entwickeln. Natürlich wird für viele der Google AI-Mode das Zentrale sein, aber kommt darauf an, was dein Geschäft ist. Die alten KPIs verlieren an Wert. Das merken wir ja jetzt schon ganz extrem mit der Einführung von AI-Overviews, Sichtbarkeitsindizes, Suchvolumen, Klicks werden in so einer Welt noch mehr an Bedeutung verlieren. Und um ganz ehrlich zu sein, habe ich schon in einer vorhergehenden Folge ganz klar gesagt, ja, wir werden alle massiv an Traffic verlieren. Aber, und das ist ganz wichtig, es ging nie um Traffic. Es ging immer darum, relevante Nachfrage für ein Geschäftsmodell einzufangen und Zielerreichung. Darum geht's. Das heißt, weniger Klicks heißt nicht weniger Umsatz. Das denken SEOs, aber in der Praxis ist das nicht so. Vor allem, wenn man das so betrachtet, dass diese KI-Assistenten ja eigentlich Traffic vorqualifizieren
vorbereiten und der User im letzten Schritt schon weiß, passt das von den Anforderungen her, passt das für mich preislich etc., weil es ist alles schon in diesem Dialog passiert. Wie messen wir jetzt in dieser Welt, wenn Rankings nichts mehr erzählen und wenn diese Sachen alles nichts mehr erzählen, wie messen wir dann? Sichtbarkeit muss durch synthetische Kundenprofile und Kundenreisen simuliert werden. Erfolgsmessung wird zukünftig nur noch über synthetische Profile entlang der Kundenreise möglich sein, weil wir haben ja jetzt dieses ganz eindimensionale System. Irgendjemand gibt eine kurze Suchanfrage ein und bekommt dann 10 Ergebnisse präsentiert und es ist relativ wenig personalisiert. Das ist einfach zu tracken, wobei natürlich auch heutiges Tracking nicht perfekt ist, weil die Tools ja letztendlich eine Blank Slate verwenden, um dann das abzurufen. Das heißt, User sehen am Ende des Tages dann doch ja ein anderes Ergebnis. Aber in dieser Welt, wo es ja nicht um mal eine Frage geht und ein paar Wörter mehr, so wie es jetzt aktuell dargestellt wird, sondern ein Ergebnis eines Dialogs. Hier kann das nur noch über synthetische Profile funktionieren. Es braucht also Tools, gibt schon Anbieter, die das entwickeln und da voll dahinter sein, so wie Profound. Es braucht Tools, die zum einen synthetische Konten erlauben, wo man gewissermaßen sagen kann, okay, das wäre jetzt typisch jemand von meiner Zielgruppe und das wäre die Memory, die auch in diesem Konto gespeichert wäre. Und dann brauche ich dazu synthetische Journeys zu meinen Produkten, zu meinen Leistungen, zu meiner Brand, um zu testen, wie performt meine Marke in KI-Umgebungen wie dem AI-Mode oder ChatGPT. Gibt es diese Tools schon? Nein, aber es gibt sehr viele, die daran arbeiten. SEO ist schon lange kein funktionierendes Silo mehr. Darüber habe ich schon größer bei der Campix 2024 gesprochen. Erfolg in der organischen Suche ist das Ergebnis von SEO, UX, Entwicklung, Design, Brand, Content, Product, Customer Service und noch viele andere Bereiche. SEO allein skaliert immer schlechter, aber das sehen wir seit 10 Jahren. Dazu 2 spannende Insights aus der Studie von Kevin Indig, die er kürzlich gemacht hat. Übrigens, ich empfehle euch wärmstens, euch die Zeit zu nehmen, wenn ihr in diesem Bereich tätig seid und noch das in Ruhe durchzulesen, weil da sind ein paar wirkliche Mindblows drin. Aber jetzt nur mal 2. Nutzer beurteilen Suchergebnisse zuerst nach Vertrauen in die Quelle, nicht nach Relevanz. Und als Beispiel, er hat dann mehrere Beispiele, aber ein Beispiel, Amazon wird geklickt, nicht das Top-Ranking. Und das zweite, Autorenboxen verbessern Rankings. Und zwar nicht wegen magischen EEAT-Faktoren, sondern weil sie Vertrauen schaffen und dieses Vertrauen natürlich in bessere Nutzersignale resultiert und diese Nutzersignale dann wieder von Google verwendet werden, um zu bewerten. Von Traffic zu Empfehlungen. Das ist jetzt ein wenig, wie wir gestartet sind und auch wie wir jetzt dann zum Ende kommen. Früher war das Ziel, am Ende des Tages für die meisten SEOs in den meisten Unternehmen, sieht man ja auch anhand der Verbreitung von generischen Sichtbarkeitsindizes, die mich ja nie so überzeugt haben, wie auch Traffic-Indizes. Es ging immer um Traffic und jetzt wird das Ziel sein, Empfehlungen entlang relevanter Kundenreise. Wenn Sprachmodelle die Kundenreise begleiten, zählt eben nicht mehr, wie oft du gesehen wirst, sondern ob du genannt wirst in den richtigen Konversationen. Das heißt auch nicht automatisch weniger Umsatz. Traffic ist nicht gleich Umsatz. Ganz, ganz wichtig, außer bei gewissen Geschäftsmodellen, aber die haben eine Krise, die auch schon unabhängig von dem Ganzen besteht. In dieser Welt, in dieser neuen Welt wird eben Traffic durch KI vorqualifiziert. Was bleibt jetzt trotzdem von SEO, damit das Ganze jetzt nicht zu negativ klingt, weil ich sehe das Ganze überhaupt, ich glaube, das merkt man auch, überhaupt nicht negativ. Klassische SEO ist für das alles in gewisser Weise das Fundament. Oder anders gesagt, wir SEOs mit den Themen, mit denen wir uns seit vielen Jahren beschäftigen, sind fantastisch positioniert, diese neue Rolle zu übernehmen
in der Beratung, in der Umsetzung, in der Strategie, wenn wir bereit sind, uns auf diese Veränderungen einzulassen und die anderen Sachen, unser altes Skillset, unsere alten Approaches loszulassen. Eben, ich für meinen Teil sehe ein Potenzial, das ich in meinem Erwachsenenleben noch nie in dieser Form erlebt habe. Es ist wie ein kompletter Umbruch und eine komplette Neustrukturierung. Und dazu passend auch ein paar Daten von ZipTie-Dev. Und zwar, der Artikel grundsätzlich finde ich jetzt nicht so toll. Was ich ganz interessant fand, ist diese Studie, eben wie gut organische Google-Rankings mit Sichtbarkeit in AI-Overviews, ChatGPT und Perplexity korrelieren. Das ist jetzt keine Einladung dazu, festzuhalten an der alten SEO-Welt, aber soll zeigen, hey, wenn wir uns auf diese Veränderung einlassen, gibt es keine Branche, die besser positioniert ist, als diese Rolle zu übernehmen. Klassische Rankings sind nicht tot. Sie sind nur nicht mehr das Endziel, sondern nur ein Teil des Weges. Sichtbarkeit entsteht heute an mehr Orten, auf mehr Wegen und ganz anderen Bedingungen als noch vor ein paar Jahren. Wer das ignoriert, wird jetzt nicht plötzlich irrelevant werden, aber schleichend und mit den schnellen technologischen Entwicklungen wahrscheinlich in weniger Zeit, als ich jetzt aktuell denke. Die Spielregeln haben sich geändert. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.